Die 33 Reden von Saint-Germain von Godfrey King. Anrufung. Du mächtige, allgewaltige, schaffende Gegenwart, Gott, immer inniger werden uns Preis, Lob und Dankbarkeit für dich, für dein Leben, dein Licht und deine intelligente Kraft, die überall im Weltall sich offenbart. Verkündete sich doch deine schaffende Gegenwart im Gemüt, Körper, Heim, Welt und Aufgaben eines jeden. Befähige uns, deine strahlende Kraft, die in unserer Welt, in unseren Dingen und Geschäften immer tätig ist, zu erfassen und zu empfinden in der Überzeugung, dass auch die geringste Tat nicht fehlgehen kann. Denn du in deiner Liebe und Gerechtigkeit bist Herr allen Tuns, führst und ordnest alles. Du mächtiger, höchster Herrscher des Weltalls, dein Gesetz ist gerecht, deine Kraft ist unüberwindlich. So beschütze denn die ganze Menschheit in deiner großen, flammenden, liebenden Gegenwart. Enthülle den Behörden der Vereinigten Staaten von Amerika und der ganzen Welt alle Tätigkeiten, die das Licht scheuen. Ich bin der mächtige Kanal der Gerechtigkeit, die jetzt und immer da beansprucht, dass alle nur dem Wohle und der ganzen Welt des Lichtes Gottes dienen. Kein menschlicher Gedanke soll sich strömend einmischen, keine menschliche Hand sich dagegen erheben, denn dies ist auf ewig für die Liebe der großen, aufgestiegenen Heerscharen des Lichtes bestimmt. Mächtige Gottheit des Weltalls, deine Liebe, dein Licht, deine Weisheit, Intelligenz und Gerechtigkeit sollen jedes Amt in allen Landen erfüllen. Alle politische Machenschaften sollen für immer ausgetilgt werden. Nur du sollst herrschen durch deine Schöpfung, durch deine Kinder in vollkommener Gerechtigkeit für alle. Ich bringe euch Grüße von der großen Schar, die in voller Wachsamkeit stetig hilft, durch ihre göttliche Strahlung alle Aufnahmebereiten zu heilen, zu segnen, zu erleuchten und zu beglücken. Die 9. Rede. Es ist eines der großen Bedürfnisse der Menschen und selbst der ernsthaften Schüler von heute, die Notwendigkeit zu fühlen, morgens und abends inniger Versenkung etwas Zeit zu widmen, um die äußere Geschäftigkeit zur Ruhe zu bringen, damit die innere Gegenwart ungehindert ins Dasein kommen kann. Versenkung in Klammern Meditation bedeutet in Wirklichkeit, die tätige Gegenwart Gottes zu fühlen. Wer daher versucht, sich zu versenken, darf niemals all die Unruhe, die ihn tagsüber bedrängt, mit sich schleppen. Bewusst muss er aus seinen Gefühlen und aus seiner Aufmerksamkeit jede störende Sache entfernen, darf nicht mehr seine Sorgen wälzen, sondern soll beim Eintritt in die Versenkung die Gegenwart Gottes fühlen. Wenn der Satz geprägt wurde, erkennt die Wahrheit und sie wird euch frei machen, so bedeutet das die Erkennung, Akzeptierung und Tätigkeit der mächtigen Ich-Bin-Gegenwart. Erstens. Erkennt ich bin. Es ist das Prinzip und die unbedingte Gewissheit, sofortige Freiheit. Zweitens.
Erkennt, ich bin regiert als tätige Gegenwart vollkommen alle Gestaltungen in meinem Leben und in meiner Welt. Dann bin ich in die Wahrheit, die alle Freiheit bringt, eingetreten. Ich muss euch von einer Sache erzählen, die sehr lächerlich scheint, jedoch einen sehr ernsten Sinn birgt. Würde euer Schoßhündchen immer wieder Knochen aus dem Hof ins Wohnzimmer bringen, ihr würdet euch beträchtlich dagegen auflehnen und es züchtigen. Ihr würdet finden, es sei durchaus nicht am Platze. Wisset nun, geliebte Wahrheitssucher, wenn ihr eurem Verstande erlaubt, bei unerfreulichen Dingen oder Erfahrungen zu weilen, dann bringt ihr viel schlimmere Sachen als alte Knochen in euer Wohnzimmer. Leider scheint es vielen so schwer zu fallen zu verstehen, dass sie unter keinen Umständen versuchen sollen, das Wasser, das bereits über den Rand gelaufen ist, festzuhalten. Mit anderen Worten, unangenehme Erlebnisse, Verluste oder irgendwelche Unvollkommenheit, die bis heute über das Rad eurer Erfahrungen dahingegangen sind, solltet ihr niemals bei euch halten. Sie sind über das Rad gelaufen. Vergebt ihnen und vergesst sie. Zu geben und zu vergeben ist in der Tat göttlich. Betrachten wir ein Beispiel. Haben ein Einzelner oder eine Gruppe ein geschäftliches Unternehmen begonnen und bricht es aus Mangel an Verständnis wieder zusammen, so liegt es immer daran, dass die Harmonie im Denken und Fühlen fehlte. Würde jeder Beteiligte die Überzeugung festhalten, dass nur Gott in Tätigkeit ist, es könnte nur der vollkommenste Erfolg sich ergeben. Da der Einzelne freien Willen hat, so wird er, falls er seine eigenen Gedanken und Gefühle nicht beherrscht, die Dinge für sich und die anderen zum Scheitern bringen. Solcher Art wirkt das große Gesetz, wenn nicht der Einzelne sein Denken und Fühlen berichtigt. Jeder, der sich heute im physischen Körper befindet, hat irgendwann und irgendwo viele Fehler gemacht. Daher möge keiner sich einbilden, ich bin heiliger als du. Jeder sollte vor allem das Gesetz der Verzeihung anrufen, und fühlt er oder schickt er Kritik, Verurteilung oder Hass gegen ein anderes von Gottes Kindern, einen Bruder oder eine Schwester, so wird er niemals Erleuchtung oder Erfolg finden, bis er das Gesetz der Verzeihung anruft. Außerdem muss er jener Person, durch die er sich beunruhigt fühlte, in aller Stille sagen: Ich schicke dir die Fülle der göttlichen Liebe meines Wesens, dich zu segnen und zu beglücken. Nur diese Haltung kann von den anscheinenden Fehlern des äußeren Tuns befreien. Wenn Menschen ihrem Denken und ihren Aussprachen fortwährend ein Geschäft oder einen Plan, die misslungen sind, weiterverfolgen, so werden sie sich schließlich sicher selber zerstören, falls sie sich nicht davon abwenden. Nur durch Anruf des Gesetzes der Verzeihung können sie sich in vollem Bewusstsein aus der äußeren Lage freisetzen. Wer gegen irgendein anscheinendes Unrecht, sei es eingebildet oder wirklich, ein Gefühl der Rache bewahrt, kann nur sich selber im Gemüt und im Körper in Unfähigkeit stürzen. Aus alten Zeiten wurde uns die wundervolle Feststellung überliefert: Seid ihr nicht bereit zu verzeihen, wie soll euch verziehen werden können?
Dieses zeigt eines der mächtigsten Gesetze, die in menschlicher Erfahrung angewendet werden können. O könnten die Menschen und viele Schüler doch erkennen, wie sie die Dinge, die sie nicht haben möchten, an sich ziehen, indem sie dem Verstande erlauben, sich mit Missklängen der Vergangenheit abzumühen, die doch durch die äußeren Sinne nicht überwunden werden können. Die größte Sache, die alle Menschen suchen, heißt in Wirklichkeit Frieden und Freiheit. Sie sind immer das Tor zum Glück. Zu ihm gibt es nur einen möglichen Weg: Gott, die mächtige Ich-Bin-Gegenwart zu erkennen als die alleinige, tätige Intelligenz in eurem Leben und in eurer Welt zu aller Zeit. Haltet dieses Wissen fest und lebt es. Eine der erstaunlichsten Sachen, die ich seit meinem Aufstieg in die Erhöhtheit beobachten konnte, ist die verzerrte Idee der Freiheit, sei es in Geldfragen oder anderweitig. Es gibt nur einen unerschütterlich sicheren Fels, aus dem ihr eure ewige, geldliche Freiheit aufbauen könnt, und der besteht im Wissen und Fühlen mit jeder Faser eures Seins: Ich bin der Reichtum, die Fülle, der Stoff, bereits vervollkommnet in meiner Welt eines jeden aufbauenden Dinges, das ich mir irgendwie vorstellen und wünschen könnte. Dies ist die wahre geldliche Freiheit und wird sie sicher euch bringen und unterhalten. Sie wird euch nie mehr verlassen, ich sichere euch dieses zu. Andererseits mag der Mensch, ob er es weiß oder nicht, genügend von dieser Gott-Ich-Bin-Gegenwart oder Gott-Energie benutzen, um durch äußeres Tun Millionen Dollars anzuhäufen. Doch was bietet ihm Sicherheit, sie auch halten zu können? Ich versichere euch, es ist unmöglich, dass jemand in der physischen Welt sich ein riesiges Vermögen bewahren kann, wenn er sich nicht bewusst ist, Gott ist die Kraft, die erzeugt und erhält. Stetig erlebt ihr Beispiele, wie großer Reichtum sich über Nacht verflüchtigt. Tausende haben in den letzten Jahren diese Erfahrung gemacht. Hätten sie nach diesen anscheinenden riesigen Verlusten sich bewusst und fest gesagt: Ich bin der Reichtum, Gott in Tätigkeit, der sich jetzt in meinem Leben, in meiner Welt offenbart. Der Weg, das Tor, sie hätten sich unverzüglich wieder geöffnet zu neuem Überfluss. Warum sage ich wieder geöffnet zu neuem Überfluss? Weil sie früher die nötige Triebkraft aufgebaut und dadurch große Zuversicht erreicht hatten. Daher spielten sich ihnen alle Erfordernisse in die bereitwillig Hände, bis sie in den meisten Fällen einer großen Entmutigung, oft auch dem Hass und der Verurteilung erlaubten, in sie einzudringen und das Tor zu weiteren Erfolgen zuzuschließen. Lasst mich euch versichern, geliebte Kinder Gottes, noch nie gab es in dieser Welt einen Zustand, der so schlecht, so unheilvoll gewesen wäre, dass das Ich Bin, die schaffende Gegenwart Gottes mit der ewigen Energie und dem Mut des Weltalls ihn nicht hätte umbauen können zu Freiheit und geldlicher Unabhängigkeit in jeder Weise. Im Besonderen möchte ich, dass die Schüler, die unter dieser Strahlung stehen, dieses verstünden. In diesen Tagen der stürzenden Throne und Regierungen und privater Vermögen müssen sie klar erfassen: Konnte ihr Besitz durch mangelndes Verständnis sich verflüchtigen,
dann ist die Ich-Bin-Gegenwart in ihnen, Gott in Tätigkeit der sichtbare Baumeister um ihr Vertrauen, ihre Zuversicht, ihrem Reichtum oder was auch immer sie wünschen mögen, durch bewusst gerichtete Aufmerksamkeit wiederzuschaffen. Sie erlauben dann dieser mächtigen inneren Energie, in ihren Wunsch zu strömen, und sie ist die einzige Kraft, die jemals etwas vollbracht hat. Jeder Einzelne, der anscheinend einen größeren Geldverlust erlitten hat, sollte unverzüglich die wunderbare Feststellung Jesu benutzen: Ich bin die Auferstehung und das Leben meines Geschäftes, meines Verständnisses oder all dessen, auf was ich meine Aufmerksamkeit zu richten wünsche. Ich sage euch offen, geliebte Schüler, es gibt für euch weder im Himmel noch auf Erden die geringste Hoffnung, solange ihr darauf beharrt, innerhalb eures Bewusstseins Gedanken und Gefühle der Kritik, der Verurteilung oder irgendeinen Hass zu dulden, und die sanfteste Abneigung ist hier inbegriffen. Dieses führt uns zu dem wichtigen Punkte, dass euch nur euer eigenes Tun und eure Welt etwas angeht. Es steht euch nicht zu, andere beurteilen zu wollen, denn ihr wisst nicht, welche Kräfte oder Verhältnisse sich bei ihnen auswirken. Ihr kennt nur den Winkel, aus dem ihr die Dinge betrachtet, und ich sage euch, ist ein Mensch gänzlich arglos und ohne jede böse Absicht gegen andere, und schickt nun jemand seine Kritik, Verurteilung oder Hass gegen ihn, so begeht er etwas Schlimmeres als körperlichen Mord. Warum? Gedanken, und wenn sie auch ihr Ziel nicht berühren oder schädigen können, müssen doch zum Sender zurückkehren und ihm die Eigenschaften, die er ihnen beigegeben hat, wiederbringen, und immer mit gesammelten weiteren Kräften. So zerstört schließlich, wer anderen verwerfliche Gedanken schickt, in Wirklichkeit nur sich selber, sein Geschäft, seine Welt. Es gibt keinen anderen Weg, dieses anzuwenden, als dass der Einzelne zur Einsicht erwache und bewusst die Ströme wende. Lasst uns nun einen weiteren Schritt tun. Durch alle Zeitalter gab es Geschäftsverbindungen, in denen ein oder zwei Leute vorsätzlich Böses tun wollten. Dadurch wurden auch andere, die unbedingt von jeder bösen Absicht frei waren, ins Gefängnis gebracht. Nun sage ich euch, es ist ein unfehlbares Gesetz, das nicht geändert werden kann. Wer einen Unschuldigen in den Kerker bringen hilft und ihn seiner freien Tat, wie Gott sie für ihn möchte, beraubt, der wird genau die gleiche Erfahrung, die er einem anderen angewünscht hat, selber auch machen müssen, sogar bis in die 3. und 4. der folgenden Verkörperungen. Was mich betrifft, ich würde 1000-mal lieber mich in voller Überlegung erschießen lassen, als dass ich ein Werkzeug würde, eines von Gottes Kindern seiner Freiheit zu berauben. Es gibt kein größeres Verbrechen, das heute die menschliche Erfahrung belastet, als die vorherrschende Anwendung von Indizienbeweisen, denn in 99 von 100 Fällen erweisen sie sich später als gänzlich unrichtig. Doch bisweilen wird die Wahrheit den äußeren Sinnen nie bekannt. Daher, geliebte Schüler, lasst niemals einen, der das Licht sucht, sich in Verurteilung gegen ein anderes von Gottes Kindern wenden. Ein weiteres Beispiel.
Nehmen wir an, jemand, den wir sehr lieben, gehe in verkehrte Richtung. Was würde die äußere Welt als erstes tun? In der Regel kritisch zu Gericht sitzen. Die mächtigste Hilfe, die man einem solchen Menschen, bei dem man keine näheren Umstände kennt, schicken kann, besteht darin, all unsere Liebe ihm zustreben zu lassen und in aller Stille zu wissen: Ich bin, Gott in Tätigkeit ist die alleinige, lenkende Intelligenz und Tat in diesem Bruder oder in dieser Schwester. Wörtliche oder schriftliche Einwendungen gegenüber einem Menschen schaffen oft ein Verhältnis der Gegnerschaft, und statt sie auszulöschen, verstärken sie die Tätigkeit, die schweigende Arbeit sicher auflösen würde. Niemand kann in seinem äußeren Bewusstsein jemals etwas wissen, was die Ich bin Gott Gegenwart in anderen Menschen zu tun wünscht. Dieses sind lebenswichtige Wahrheiten, und würden sie befolgt, sie würden sehr großen Frieden ins Leben der Menschen bringen. Viele werden mit all ihren zugehörigen geschäftlichen Anstrengungen scheitern, weil im Bewusstsein der Einzelnen irgendwelche Gefühle der Besserwisserei, der Verurteilung oder des Hasses gegen jemand anderen lauern. Der Schüler oder Mensch, der dem Lichte in großen Schritten näher kommen möchte, sollte nie einschlafen, ehe er allen Menschen, von denen er das Gefühl hat, sie hätten ihm jemals Unrecht getan, bewusst seine Liebe zuschickt. Dieser Gedanke der Liebe wird pfeilgerade ins Bewusstsein der anderen fliegen. Er kann nicht aufgehalten werden, und dort im anderen wirkt seine Eigenschaft und Kraft sich aus und wird so sicher zu euch zurückkehren, wie ihr ihn ausgeschickt habt. Vielleicht ist kein anderes Element für so viele Erkrankungen des Leibes und des Gemütes so sehr verantwortlich, wie das Hassgefühl, das gegen jemanden gerichtet ist. Man kann nicht eindringlich genug zeigen, wie dieses auf Gemüt und Körper des Senders zurückwirkt. Im einen wird es das, im anderen etwas anderes erzeugen. Lasst euch hier sagen, Groll ist nur eine mildere Form des Hasses. Ein wundervoller Gedanke, um ständig darin zu leben, lautet: Ich bin das vollkommene, schöpferische Denken und Fühlen überall in den Gemütern und Herzen der Menschen gegenwärtig. Er wirkt Wunder. Er bringt nicht nur euch selber zur Ruhe und Frieden, er setzt auch unbegrenzte Gaben der Gegenwart frei. Ein anderer Gedanke: Ich bin das mächtige Gesetz göttlicher Gerechtigkeit und des Schutzes, das überall in den Köpfen und Herzen der Menschen tätig ist. Das könnt ihr mit aller Kraft für alles anwenden und benutzen. Ebenso: Ich bin göttliche Liebe, die überall die Köpfe und Herzen der Menschen erfüllt. Denkt ihr an diese Wahrheiten, so werdet ihr verstehen, was geschehen ist, da dieses Heim hier zu einem strahlenden Mittelpunkt der tätigen Gegenwart Gottes wurde. Plötzlich werdet ihr die ganze Größe dieser Verwirklichung erfassen. In der Lebenserfahrung der Menschen kann alles durch die Ich-Bin-Gegenwart gelenkt werden. Die Benutzung der Ich-Bin-Gegenwart ist die höchste Tätigkeit, die es geben kann. Wenn ihr sagt, ich bin, so setzt ihr Gott in Bewegung. Doch was dieses alles bedeutet, werdet ihr erst erfassen, wenn ihr die Unermesslichkeit der Benutzung dieses Ausdruckes fühlt und erkennt.
Spürt die riesige Kraft des Ich Bin, wie sie in Dingen dieser Art hier wirkt. Ich bin die allmächtige Gotteskraft. Es gibt keine andere Kraft, die handeln kann. Wenn ihr dieses sagt und fühlt, dann setzt ihr die volle Tätigkeit Gottes frei. Ich bin das bewusste Gedächtnis dieser Dinge. Ich bin das bewusste Gedächtnis und das Wissen im Gebrauch dieser Dinge. Die Gegenwart des Ich Bin kleidet sich in mein ewiges, höchstes Lichtgewand. Wenn ihr das sagt, so wird es im gleichen Augenblicke Wirklichkeit. Die geheime Stätte des Allerhöchsten ist die Ich Bin-Gegenwart. Die heiligen Dinge, die euch offenbar werden, sollen nicht fortgeworfen werden, denn sie sind gleich Perlen. Wisset immer, ich bin die vollkommene Ausgeglichenheit in Rede und Tat zu allen Zeiten. Dann ist der Schutz immer um euch, denn ich bin die beschützende Gegenwart. Gottes Energie wartet immer darauf, geleitet zu werden. Innerhalb des Ausdruckes Ich Bin ist die Tätigkeit aus eigener Kraft. Dann wisst ihr, dass es keine Zeit gibt. Dieses bringt euch die sofortige Tat, und bald werdet ihr die Präzipitation, in Klammern Verdichtung aus dem Unsichtbaren ins Sichtbare beherrschen. Vor jeder Gestaltung werdet ihr jene unbedingte Ruhe verspüren. Anmerkung: Bestätigung für Gerichtsfälle. Wer nicht mitten im Falle steht, der sage dieses: Ich bin das Gesetz, ich bin die Gerechtigkeit, ich bin der Richter, ich bin das Gericht. Wer weiß, dass ich allmächtig bin, der weiß auch, dass nur göttliche Gerechtigkeit hier vollzogen werden kann. Segensspruch: Wir danken dir, o mächtige Ich Bin-Gegenwart, dass wir in deine geheime Stätte eintreten durften. Lass deine Weisheit zu allen Zeiten die Austeilung deines Lichtes lenken. Lass deine Weisheit zu allen Zeiten unsere Gemüter und Leiber beschützen und leiten, auf dass sie immer in vollkommenem Einklang mit dir handeln. Da du zur Tat gerufen wirst, o mächtige Ich Bin-Gegenwart, wir wissen, dass sie vollkommen alles vollbringt, wohin sie auch geschickt werden mag.